Alrighty then und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und heute möchte ich mich mal mit der wahrscheinlich neuesten Klasse in Shakes and Fidget, also offiziell ist es noch nicht so weit, aber höchstwahrscheinlich wird es so weit kommen, dass der Paladin offiziell vorgestellt wird mit einem der nächsten Serverstarts. Und der Paladin befindet sich mittlerweile in der zweiten Beta-Phase, in der zweiten Closed-Beta-Phase möchte ich sagen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, in der ersten Phase wurde er bereits vorgestellt und diese Phase wurde dann etwas verkürzt, weil sehr viel negatives Feedback da war und dementsprechend wurde er jetzt etwas geändert. Der Paladin ist im Prinzip als erstes aufgestellt, ähnlich wie ein Krieger. Dementsprechend sind hier die Texte des Paladins teilweise ähnlich wie der Krieger, denn der Paladin trägt ein Schild und kämpft gegen Magier wie ein Krieger im Prinzip. Was dazu kommt, ist, dass der Paladin verschiedene sogenannte Stances hat. Ich weiß gar nicht in Deutsch, was es gerade heißt. Ich würde so sagen wie Position, eine normale Position, eine Verteidigungsposition und eine offensive Position. Und diese Positionen ergeben sozusagen die Eigenschaften des Paladin. Ja. Was man sagen muss, ist, dass er im Prinzip anders als der Krieger aufgestellt ist. Er hat einen höheren Lebenspunktefaktor. Der war sogar noch höher gewesen nach dem ersten Test. Hat eine normale maximale Damage-Reduktion von 45, was 5% weniger ist als der Krieger. Und er macht 16,7% weniger Schaden als der Krieger im direkten Vergleich. Das heißt, im Kampf macht er weniger Damage, profitiert theoretisch von einem höheren Lebenspunktefaktor. Auf den Punkt werde ich später nochmal zurückkommen. Und ansonsten ist der Rest relativ identisch. Ja? Also diese ganzen Informationen, die sind unten eigentlich alle gleich. Wichtig sind eben die Eigenschaften. Der Initial Stance, ja, und das ist die normale Starthaltung im Kampf. Von dieser kann er sich mit 50% in die Defensive. So ist er also in der defensiven Grundhaltung kann er mit einer Chance von 50% den eingehenden Schaden komplett blockieren und sich wiederum 30% dieses Schadens zugute machen, dass er seine HP sozusagen wieder auffrischt. Währenddessen wird aber der Schadensfaktor um 26,5% reduziert, der ja eh schon geringer ist. Also rechnet man das mal zurück, sind es ungefähr, ja, hat er fast nur noch die Hälfte des Schadens eines normalen Kriegers. Und von dieser Haltung gibt es dann auch eine 50% Chance in die offensive Haltung zu wechseln. Wir haben es hier sogar nochmal zusammengefasst. 56,8% ist sein Schadensfaktor. Die Schadensregulierung, falls er nicht blockt, ist nach wie vor 45%. Die wird also nicht erhöht, sondern es geht darum, dass der Paladin dann seine Fähigkeit einsetzt, um den Schaden komplett zu absorbieren und zusätzlich nochmal HP zu generieren. Die offensive Haltung, also dieses Icon mit der goldenen Faust, dann erhöht sich sein Schaden immens um 42%. Hier ist jetzt wichtig zu sagen, dass das nicht heißt, dass 88% plus 42% addiert werden, denn das würde meines Erachtens nach um die 130% geben, sondern 125%, Entschuldigung, sind sein Schadensfaktor gegenüber eines Kriegers. Also man rechnet jetzt hier, dass 42% von 88% Grundvoraussetzungen sind und das ergibt insgesamt eben 125,3%. Er macht also ein Viertel mehr Schaden eines Kriegers, hat dann aber nur noch eine Schadensreduktion von 20%. Das heißt, im Verhältnis verliert er deutlich mehr als die Hälfte seiner Rüstung, kann also mehr Schaden abbekommen und wechselt dann wieder in den normalen Stance. Das bedeutet also, wir haben auf jeden Fall eine Kette. Ja, es fängt hier an, es geht hier weiter und dann entsteht dieser Stance, dann wechselt es wieder hier hin und wiederum dann in den defensiven Stance. Und ja, also vom ersten Eindruck her heißt es für mich, ja, wie gesagt, dass der Paladin gegen die meisten Klassen eigentlich zwei Haltungen hat, die ihn relativ schnell im Kampf negativ zugutekommen können.
das ist halt vor allen Dingen der normale Stance, der bringt dem Paladin jetzt nicht wirklich viel. Er hat, wie gesagt, mehr Leben als alle anderen Krieger. Das kann sich im Late Game immer positiv auswirken, aber vor allen Dingen im Early oder Mid Game, denke ich, profitiert der Paladin davon nicht. Auch nicht im späten Mid Game, würde ich sagen, oder im Early Late Game, weil eben durch die großen Schadensverhältnisse, die entstehen können, er relativ schnell ein Leben verlieren kann. Der wichtigste Stance für ihn ist der defensive Stance, das ist ganz klar. Er muss das Glück haben, sehr viel Schaden zu blocken, damit er gleichzeitig auch viel Schaden absorbieren kann oder wiederum wiederherstellen kann, und muss dann bestenfalls das Glück haben, viel Schaden am Gegner zu machen, denn nachdem er selber angegriffen hat, würde er ja wiederum viel Schaden einstecken und auch im normalen Stance wiederum nicht so viel Schaden machen können. Also ich habe das Gefühl von der Kettenreihung her, dass wenn der Kampf noch nicht deutlich zugunsten des Paladins aussieht, nachdem er einen sehr guten offensiven Schlag gelegt hat, dann könnte der Paladin den Kampf im Endeffekt am Ende verlieren. Oder sagen wir es mal so, der Krieger ist da auf jeden Fall ein bisschen konstanter, wirkt für mich allgemein noch konstanter. Wir haben einige RNG-Faktoren, die wir vielleicht noch in den Praxiskämpfen dann sehen können. Gut, das war klar. Das ganze Prinzip ist relativ mathematisch, aber wir sehen, dass der Paladin tatsächlich gar nicht im Initial Stance loslegen muss, sondern auch schon im defensiven Stance loslegen kann. Und hier hat er sich also einmal sehr gut geblockt und geheilt, ist dann in den offensiven Modus gegangen und hat dann aber ohne den offensiven Modus einen Crit gemacht. Dadurch ist der Gegner nicht gestorben und wiederum haben wir nicht geblockiert. Das war jetzt hier relativ ungünstig, obwohl das eigentlich ein Dungeon ist, den man relativ locker besiegen kann. Ja, und man kann das Ganze auch sehr mathematisch sehen. Im Shakes and Fit Discord zuletzt war es relativ ruhig um den Paladin in der zweiten Beta. Da hole ich mir eigentlich immer gerne ein paar Eindrücke ab, aber prinzipiell kann man sagen, dass anscheinend wohl auch falsche Werte weitergegeben wurden intern. Vielleicht liegt es auch daran. Wird man sehen, was passiert. Ich habe jetzt mal viele Pilze gegen Leander, Lord of Lies, investiert und habe nicht das Gefühl, dass der Dungeon schlagbar ist, möchte ich mal so sagen. Dennoch habe ich mir gerne diesen Gegner ausgesucht, weil gerade bei den Dungeons, wo es fast unmöglich ist, den zu schlagen, kann man vielleicht absehen, wo das Potenzial eines Charakters ist. Und gerade in Bezug auf die Fähigkeiten. Und da ja Leander natürlich kein Magier ist, hat sich das ganz gut angesteckt. Ich habe Kämpfe mit sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Die gucken wir uns jetzt nochmal nacheinander an. So, das ist der erste Fight. Und vielleicht merkt ihr auch gleich, wo es vielleicht drauf hinauslaufen könnte. Ja, der Paladin ist in seinen verschiedenen Stances, wechselt da munter hin und her, aber spielt keine Rolle. Leander hat einfach jedes Mal geblockt. Ich muss sagen, bei allen Versuchen, die ich gepilzt habe, ich weiß nicht wie viele, also es waren wirklich mehrere hundert Versuche schon gegeben. Das ist noch nicht ausschlaggebend statistisch, aber das war der einzige Versuch, wo Leander volles Leben hatte. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das hatte jetzt überhaupt nichts mit dem Paladin zu tun, denn er konnte seine Fähigkeiten nicht einsetzen. Wobei, doch, im defensiven Stance hätte er das machen können. Ist nicht passiert. Leander hat einfach durchgeblockt. Passiert relativ selten. Ist halt der dreiste Versuch. Also bei einer Chance von 25%, er hat 6-mal geblockt oder so. Könnt ihr selber hochrechnen. Schauen wir uns mal den Fight an. Auch hier beginnt der Paladin im defensiven Stance und hat hier sogar das Glück, 2-mal hintereinander Schaden zu blockieren und dann sogar auch noch einen schönen Schaden rauszuballern. Ja. Hat sehr gut angefangen. Hinten raus ging es aber deutlich in die Hose. Leander hat also wirklich auch nicht viel Damage bekommen. Also nochmal am Anfang gesehen, erst einmal kriegt er einen Schaden von 9,3 Millionen, dann erhält er 3 Millionen on top, das heißt, er hätte 9 Millionen Schaden oder so bekommen, hat dann halt auch einen Crit im offensiven Stance von 7,1 Millionen gemacht, aber
geht dann halt hinten raus im Normal Stance halt komplett flöten. Leander hat noch geblockt, aber der Schaden, der passiert ist, keine Ahnung. In der 3. oder 4. Angriffsrunde bei einem Crit mit erhöhten Schaden nur 7 Millionen zu machen bei einem Charakter, der 53 Millionen Lebenspunkte hat, das zeigt schon, dass hier irgendwo dann auch das Potenzial begrenzt ist. Und dann schauen wir uns mal den Versuch an. Wir beginnen wieder mit einem Defensiv-Stance, gehen in den Offensiv-Stance rüber, machen 5,4 Millionen Crit. Nochmal einen schönen Crit hochgesetzt. Hier gehen wir jetzt zurück. Zack. Dann wird blockiert und wir haben erheblich viel HP bekommen, sind auf 444.000 und haben Leander aber ordentlich Damage gemacht. Wie ist es jetzt nochmal gekommen? Wir schauen uns das nochmal an. Also am Anfang sieht das ja wirklich jetzt nicht sehr toll aus. Ja, die Fähigkeiten ziehen nicht. Wir machen zwar Crit im offensiven Stance zweimal, also machen gut Damage in der Form. Das Wichtigste passiert jetzt eigentlich hier. Wir haben 24 Millionen, gehen hoch auf 27 Millionen. Ja, so wichtig ist es eigentlich nicht. Er macht einen fetten Crit. Wir haben aber nochmal im Offensiv-Stance. Also wir haben 4 Offensiv-Stance-Crits rausgeschlagen. Und dadurch sind wir in diesem Lebenspunktebereich gekommen. Tatsächlich muss ich sagen, das war der Versuch, wo Leander am wenigsten Lebenspunkte übrig hatte. Wenn wir das nochmal durchgehen, liegt es vor allen Dingen an der Offensive. Es lag jetzt tatsächlich gar nicht so an der Defensive. Ich dachte wirklich, der defensive Hit hätte irgendwas ausgemacht. Ja, also hier haben wir einen Offensiv-Stance-Crit, hier haben wir den zweiten, den haben wir vorhin schon gesehen. Hier ein normaler Hit. Hier sind wir jetzt im Defensiv-Stance. Wir kassieren natürlich nicht so viel Schaden. Haben 10 Millionen Crit rausgeballert, nochmal ein 10 Millionen Crit rausgeballert. Das ist jetzt so ein bisschen das Ding. Also wahrscheinlich liegt das größte Potenzial in den Dungeons vom Paladin im Damage, den er im offensiven Stance macht. Das heißt, je mehr Crits er im offensiven Stance macht, desto am meisten Damage kann er machen. Wir haben wirklich fast den gesamten Damage an Leander in diesem Versuch in den offensiven Stances Crits gemacht. Jetzt weiß ich nicht, wenn wir noch zwischendurch einen defensiven Stance eine Wiederbelebung gehabt hätten, eine Wiederbelebung sage ich schon, eine Heilung, möglicherweise gleichzeitig auch eine Schadensblockung. Wir haben ja 27 Millionen Crit kassiert. Wäre es möglich gewesen, den zu blockieren? Schauen wir mal nochmal. Jetzt blockieren wir den Hit mit dem offensiven Stance. Die 27 Millionen können wir nicht nochmal blockieren. Schwierig zu sagen. Also man könnte denken, wenn man nochmal blockiert hätte, wäre man nicht so recht in diesen Schadensbereich gekommen. Wir haben auch nur anscheinend 3 Millionen HP wieder gut geschrieben bekommen. Das heißt, der Crit oder den Hit, den wir bekommen hätten, hätte nur ungefähr 9 Millionen Schaden gemacht. Wahrscheinlich wäre das eben kein Crit des Gegners gewesen. Hätte der Gegner gekrittet und wir hätten zum Beispiel 27 Millionen Schaden bekommen, hätten wir wiederum ja 9 Millionen HP gut geschrieben bekommen. Ja, trotzdem hätten diese 9 Millionen HP am Ende gereicht, weiß ich nicht. Wir haben hier minus 37 Millionen. Also wir haben ja einen Crit bekommen von 38 Millionen oder sowas. Wir hatten ja nicht mehr viel übrig. Spielt es also dann noch eine Rolle, ob wir blockiert hätten? Ich glaube nicht. Fassen wir mal zusammen. Der Paladin ist auf jeden Fall eher das, was man sich vorgestellt hat. Eine Heilfähigkeit, die also mit Magie im Verbund ist. Das hat sich die Community auf jeden Fall gewünscht. Dem Wunsch ist Bly Games nachgekommen. Ich finde das Design prinzipiell auch nicht schlecht. Das Potenzial des Paladins sehe ich auf jeden Fall höher als bei einem Krieger. Klar, der Krieger kann halt immer wieder blocken. Es ist halt diese eine Fähigkeit. Hier haben wir ein größeres Potenzial, weil verschiedene Fähigkeiten zusammenspielen. Aber ob die Fähigkeit, also Bly hat ja im ersten Test auch gesagt, er sei zu stark. Das konnte ich für mich jetzt so nicht testen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er krass overpowered ist, aber er ist schon sehr RNG-basiert, denn er muss im richtigen Stance den richtigen Schaden blockieren, damit er den meisten Nutzen davon zieht. Das haben wir in den Fights jetzt so noch nicht gesehen. Würden wir vielleicht sehen, wenn wir noch weitergehen. Gleichzeitig
braucht er aber im offensiven Stance auch den Crit mit dem meisten Schaden. Ne? Da kommen wir zu den RNG-Werten, die Shakes and Fidget sowieso hat. Die haben ja alle Klassen. Auch die bestimmen mit seinen Fähigkeiten in der Reihenfolge halt sein Potenzial. Und ich glaube, dass der Paladin dadurch ein höheres Potenzial hat als zum Beispiel ein Krieger, aber gleichzeitig auch wiederum etwas unbalancierter wirkt, ein bisschen RNG-abhängiger wirkt. Dass er in den Dungeons vielleicht mehr reißen kann gegen Krieger und gegen Kundschafter. Vor allen Dingen vielleicht gegen Kundschafter, weil die halt nicht so viel Leben haben. Aber wiederum auch viel passiv vielleicht im PvP abstinken kann. Das ist alles sehr, sehr mathematisch und das ist auch nur mein Empfinden. Es ist auf jeden Fall eine interessante Konstellation. Ob man diesen Normal Stance braucht, der dann vielleicht auch mehrere Angriffsrunden hintereinander ist, weiß ich nicht. Also der bringt den Paladin eigentlich sehr, sehr weit nach hinten, weil er eben ja erstmal hat er den RNG-Faktor, dass er überhaupt in den defensiven Stance kommt. Zweitens, wenn der defensive Stance vom Anfang an des Fights da ist, kriegt er vielleicht keinen Schaden, aber er kann auch keine HP regenerieren. Das ist auch so ein Ding. Also das kann in der ersten Runde Defensiv-Stance ist die Fähigkeit quasi, schneidet sie sich selber ein bisschen ins Fleisch. Zumal es eigentlich interessanter ist, wahrscheinlich den Schaden zu blockieren, der höher ist in Angriffsrunde 3 und vielleicht in Angriffsrunde 5 oder 6, wenn es so weit geht. Im offensiven Stance ist es ganz klar. Aber das ist nicht die interessantere Fähigkeit, wie ich finde. Und dann kommen wir eben nochmal zum Punkt, dass er gegen Magier eben allgemein weniger Damage austeilt. Das heißt, selbst wenn er crittet, ist der Maximal-Damage festgelegt, deutlich geringer als beim Krieger. Er hat zwar mehr Leben, aber die Magier machen natürlich so viel Schaden, dass es vielleicht gar nicht, also dass dieses 1% mehr Leben eine Rolle spielt. Das sind 15 Millionen, keine Ahnung, also Magier in der 4., 5. Angriffsrunde. Wir haben hier zum Beispiel Magier, die Wily Witch, ja, also wir gehen mal rein hier. Die macht ja schon jetzt 15 Millionen Schaden. Ohne Crit in der 2. oder in der 3. Angriffsrunde, ja. Einfach jetzt mal auf unseren Charakter gesehen. Ja, gut, jetzt hier in der 3. Angriffsrunde 14 Millionen Schaden, aber wir sind mit minus 17 Millionen rausgegangen. Dieser eine höhere Value in der Ausdauer macht in diesem Fall weniger Sinn als 17% mehr Schaden. Plus, wenn man den noch dann mit dem Gladiator-Trainer und im Crit-Verhältnis sieht. Gegner crittet nicht, wir critten. Gegner crittet nicht, wir haben nicht gecrittet. Hier hat der Gegner gecrittet. Ja, also man sieht, dass die Wily Witch einfach auch noch zu schwach war für den Paladin. Tatsächlich. Also das ist jetzt nicht der Dungeon welcher, ja. Gehen wir hier. Ich glaube, hier kommt kein Magier mehr. Ja, das sieht man auch, wenn dann der nächste, doch, kommt nochmal ein Magier. Wenn der nächste Dungeon dann auch gleich fällt, ne, das ist immer so eine Sache. Schauen wir mal hier rein. Das ist halt auch ein Magier mit sehr viel Leben. Ja, wir gehen mit minus 53 Millionen raus aus dem Versuch. Das war jetzt sehr unglücklich. Aber auch er fängt schon mit 15 Millionen Schaden an. Könnte man jetzt auch nochmal über die Binde brechen. Ja, also wo gehen wir hier raus? Am Ende kommen wir deutlich unter 25 Millionen. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass er einfach zu stark ist. Es hat so ein bisschen den Anschein, dass die Werte sich jetzt zu krass beißen. Ja. Also der Dungeon Sunlight ist einfach auch zu stark. Da fehlt jetzt das Ding mittendrin. Könnte man nochmal im PvP aussuchen. Aber so vom Gefühl her, wisst ihr, wenn der Gegner schon 15 Millionen Schaden macht, dann spielt es ja keine Rolle, dass wir 10 oder 15 Millionen mehr Lebenspunkte haben. Wenn der Gegner das locker übertrumpft, ja, dann nehme ich lieber 17% Damage mit und hoffe, dass ich durch viele Crits den Gegner halt platt kriege. Gerade in den Dungeons. Es ist ja wichtig, den Gegner nur einmal zu besiegen. Im PvP kann sich das bei den Magiern wiederum, oder für den Paladin gegen die Magier wiederum auch positiv wirken, gerade im Endgame. Aber ich glaube, da muss man wirklich in einem Levelbereich von 400, 500 sein, wo sich gerade auch nochmal dieser HP-Bonus, je nach Skillung auch mit diesem höheren Wert auswirken kann, positiv auswirken kann.
Und was aber auch nicht schlecht ist, ja, wenn ein Char vielleicht vom Balancing her auch sein Level mit berücksichtigt. Aber für die Dungeon Hunters, für die Hardcore-Pilze im Early Game möglicherweise eher ein kleiner Nachteil. Ja, das war's von mir zum Paladin. Ist auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt, eine interessante Klasse. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich werde auch nochmal meine Thoughts in dieser kleinen Survey auf jeden Fall berichten. Ich weiß aber, dass diese Survey sich eher darauf beschränkt, ob man denkt, dass er zu stark ist oder zu schwach. Ich glaube, ich würde sie mir gerne ein bisschen detaillierter wünschen, denn ich denke, das werde ich auch Playa gegenüber nochmal vertreten in meine Gedanken, dass sich das Verhältnis dieses Chars, je nachdem in welcher Spielsituation man sich befindet, sich ein bisschen verändert, und das kann für den einen oder anderen positiv sein, für den anderen negativ. Ja. Was ich halt noch nicht so ganz weiß, ist dieses reine PvP-Balancing, was Shakes and Fidget über die Shakes and Fidget beziehungsweise die Spieler aus dem Shakes and Fidget Discord sich über Kalkulationen auch immer berechnen und zur Verfügung stellen. Wie da das Balancing aussieht, das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch mit verschiedenen Leveln etwas verändert. Aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist mir dann auch zu mathematisch. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer was.